Wenn in Würzburg nachts gefeiert wird, bleibt am Ende oft mehr zurück als leere Gläser. Urin in den Gassen, Erbrochenes auf dem Pflaster. Das riecht wirklich sehr streng. Für die Anwohner ein Riesenproblem. Wir haben in die Haustüre reingepinkelt. Wir begleiten eine Nacht auf Würzburgs Kneipenmeile. 19 Uhr. Irmgard Münch bereitet sich auf eine lange Nacht vor. Viele Betrunkene kommen in ihre Gasse. Die 85-Jährige wohnt in einer Seitenstraße der Kneipenmeile. Weil sie ständig Fäkalien vor ihrer Haustür findet, schlägt sie zurück. Und dann, wenn ich jemand abhalten will, wenn es ganz schlimm ist, dann nehme ich immer den Gießer und mache so, wie Sie es jetzt sehen. Und dann denken die anderen, da ist Urin. Und das ist also in Sturmzeiten wirklich abstrickend. Auch die Stadt Würzburg versucht ihr Bestes. Jennifer Gabel läuft als Nachtmediatorin selbst Patrouille. Heute rechnet sie mit allem. Ich habe in einer Nacht mal so ein bisschen am Rand gestanden und gezählt. Ich hatte 40 Wildpinkler. Pissgasse wird die Reibildgasse unter den Würzburgern genannt. Die Stadt wollte mit einer Lackierung Wildpinkler abschrecken. Das ist so ein Speziallack, den viele Kommunen gerade ausprobieren, bei dem der Urin so abspritzt und den pinkelnden Menschen trifft. Und das wollten wir hier gerne mal ausprobieren, aber leider ist es so ein Spezialstein, der diesen Lack nicht verträgt. Aber wäre cool gewesen. Bislang sollen die Plakate helfen. Wir haben geguckt, das kostet 55 €, in Fulda kostet 60. Diese Gruppe kommt aus Hessen nach Würzburg zum Feiern. Und wir haben jetzt Bock, uns richtig einen reinzufahren. Ganz viel Alkohol und ganz viel Spaß. Es ist die erste warme Frühlingsnacht, dazu Semesterbeginn. Die Sanderstraße ist die Partymeile. 15 Kneipen auf 300 Metern. Stefan ist Barbetreiber seit über 30 Jahren im Geschäft. Er hat gleich 2 Läden in der Sanderstraße und sorgt sich um sein Viertel. Denn er kennt die Schattenseiten des Business. Und wir sind dann wirklich unterwegs und machen dann die Kotze weg, machen die Hinterlassenschaften sonstigerweise weg. Das heißt, wir sind mit viel Wasser unterwegs, spülen dann und schrubben das auch richtig weg. Aber da muss man auch sagen, wo gehobelt wird, fallen Späne. Grüß dich, Doan. Schön, dich zu sehen. Dich hatte ich auch noch nie im Einsatz. Sie sollen helfen, das Schlimmste zu verhindern. Cool. Dann werft euch mal in Schale, dass wir gleich loslegen können. 22 Uhr, Schichtbeginn für die Nachtmediatoren. Es gibt hier so ein Getränk in einer Bar, das ist eine Mutprobe. Wer den trinkt und es innen behält, ist der Held. Gelingt aber selten. Meistens landet es auf der Straße. Und weil ja dieses Thema Erbrochenes ein großes Stressthema ist, haben wir seit neuestem Spuckbeutel tatsächlich. Was in den kommenden 5 Stunden passiert, ungewiss. Ich hatte letzten Freitag erste Schicht und da war eben so, dass wir das erste Mal Geschlechtsverkehr mitbekommen haben hier auf der Straße, also öffentlich auch da, wo wir gerade durchgelaufen sind. Das ist halt auch für uns dann neu in dem Fall und solange die keinen stören, wir können ja nichts machen. Also da klopfen wir auch nicht an. Irmgard Münch kennt das alles. Seit Jahren dreht sie nachts ihre Runden. Das ist auch immer sehr, sehr schön. Hinter den Autos, da finden dann auch Liebesspiele statt. Also das ist dann alles drin. Ne? Aber das stört mich nicht. Ich will nur, dass wir keine Exkremente kriegen in jeglicher Form. Die ersten Spuren der Nacht. Die Pissgasse macht ihrem Ruf alle Ehre. Das heißt, es ist einfach hier gepinkelt. Ja, ich muss ein bisschen weg. Es riecht wirklich sehr streng. Auch Barbetreiber Stefan weiß, wie extrem Alkohol enthemmt. Was ein bisschen seltsam ist, dass auch Menschen natürlich nicht nur pinkeln, sondern auch andersweitig auf die Toilette gehen müssen. Und in der Mangelung von Toilettenpapier wurden dann 5-Euro-Scheine benutzt. Und es war direkt auf dem Parkplatz, wo ich mein Auto stehen habe, direkt neben meinem Auto. In den Gassen wird es immer lauter. Die Nachtmediatoren sorgen für Ruhe durch friedliche Ansprache. Was wollt ihr uns jetzt mitgeben? Genau das, ein gepflegtes Miteinander. Also Rücksicht nehmen auch beim Feiern. Ja. Hey, ciao, schönen Abend. Ebenso. Ciao, ciao. Die Partygruppe aus Hessen trinkt sich durch die Meile, literweise. So 1,5 bis 2,5, aber da geht noch was. Was rein muss, muss auch wieder raus.
Irmgard Münch erlebt das ganze Jahr über. Es war im Winter, die haben in die Haustüre reingepinkelt und die haben die Türe früh nicht aufbekommen und mussten erst mal mit dem Föhn. Also es ist schön, ist es nicht, aber mein Gott. 23 Uhr. Zum Schutz der Anwohner gelten jetzt andere Gesetze. Ja, ab 11, ab 23 Uhr ist der Außenbereich zu räumen. Keine Getränke mehr auf der Straße. Hoffentlich bleibt es friedlich und ruhig. Schauen wir mal. Ansprechen, weil die mit einer lauten Musikbox jetzt halt Richtung Wohngebiet laufen und eben gucken, dass es dort ein bisschen ruhiger wird. Genau. Hallo? Entschuldigung. Ja. Hi, sorry. English or German? English. Okay, könnt ihr die Musikbox ein bisschen leiser machen, weil ihr geht Richtung Wohngebiet? Einfach nur, dass es ein bisschen ruhiger ist, weil ihr sehr laut seid. Okay. Genau. Natürlich. Entschuldigung. Super, vielen Dank. Ja, alles gut. Dann. Dankeschön. Ciao. Irmgard Münch ist dankbar für die Nachtmediatoren. Sie hat jahrelang dafür gekämpft, dass die Stadt Würzburg für die Anwohner was tut. Sind Sie neu im Team? Ich bin neu im Team. Für die Partygruppe aus Hessen gilt heute Nacht Feiern bis zum Exzess. Das ist kein Würzburg-Thema, das ist kein Sanderstraßen-Thema. Wo Leute feiern, wo Leute wohnen, gibt es Stress. Das ist auf der ganzen Welt so. Und da kann man sich wunderbar einfach Inspiration holen. Unsere Plakate zum Beispiel machen jetzt andere, weil sie die Plakate gut finden. Und ich habe mir wiederum bei anderen auch Maßnahmen abgeschaut. Irmgard Münch geht jetzt nach Hause. Die 85-Jährige hofft, dass ihre Gasse heute Nacht verschont bleibt. Dann sind wir mal gespannt, ob die Nacht uns wieder irgendetwas bringt. Doch lange dauert es nicht, bis klar wird, nur wenige Meter von ihrer Haustür liegt schon wieder das, was hier regelmäßig von der Party übrig bleibt. Ja, so sieht's dann aus. Ah ja, das ist ja die Gasse, in der die Frau Münch wohnt. Vorsichtig. Ja, und jetzt eben, das ist auch eine Frage der Uhrzeit natürlich. Also jetzt sind wir dann in der Phase, wo die Leute wirklich vollgetankt sind, sich vielleicht noch schnell einen Döner reinknallen und dann landet halt das gerade Gegessene auf der Straße. Und die Frau Münch wird dann morgen wahrscheinlich mit dem Eimer herkommen und das wegwaschen. Und das tut uns einfach sehr leid. Einige Anwohner sind bereits weggezogen. Irmgard Münch will bleiben.